Kein Begrenzungskabel, keine RTK-Antenne und trotzdem soll dieser kompakte Mähroboter eine Fläche von bis zu 1000 Quadratmeter zuverlässig bearbeiten können. Hier haben wir nun den neuen Mountain und zwar den Yuka Mini 2, die neue Serie für bis zu 1000 Quadratmeter. Dieses schöne Teil möchte ich mir heute mit euch anschauen und mal schauen, was das Ding wirklich kann. Denn ich hatte ja nämlich auch das Vorgängermodell oder ein Vorgängermodell, das hatte ich euch schon in einem anderen Video vorgestellt. Und zwar war das der Lupa 2. Dieser ist nun schon seit fast 2 Jahren bei mir zuverlässig im Einsatz. Und hier möchte ich mal schauen, was der Kleine jetzt hier alles so kann und ob er vielleicht sogar etwas besser als mein Lupa 2 ist. Als erstes schauen wir mal kurz in den Karton oder über das Gerät. Der Yuka Mini 2 1000 ist für kleine bis mittelgroße Rasenflächen gedacht. Die Modellbezeichnung steht natürlich hier für die vom Hersteller vorgesehene Gesamtfläche von bis zu 1000 Quadratmeter. Das ist also für meine Zwecke mehr als ausreichend. Verbaut sind außerdem ein 6,1 Ampere-Stunden Akku, ein Hinterradantrieb und ein 190 mm breites Mähwerk mit 5 beweglich gelagerten Klingen. Die Schnitthöhe lässt sich laut Hersteller zwischen 20 und 60 mm einstellen. Ganz wichtig ist aber zu erwähnen, der Yuka Mini ist kein Lupa. Das heißt, der Lupa, den ich hier schon besitze, besitzt Allradantrieb und ist dementsprechend natürlich stärker auf schwergängiges Gelände ausgelegt. Der Yuka soll dagegen kompakter, einfacher einzurichten und für normale Rasenflächen vollkommen ausreichend sein. So, und da ist der Yuka Mini 2 schon ausgepackt. Ihr seht nicht besonders viele Teile im Karton und das ist natürlich ein großer Vorteil. Somit ist das Gerät nämlich sehr schnell in Betrieb genommen. Was müssen wir dazu wissen? Nicht viel. Wir haben hier so eine schöne Aufbauanleitung oder Inbetriebnahmeanleitung. Hier steht eigentlich alles drauf und man sieht, es geht wirklich rucki zucki, damit alles zu starten. Ein paar wichtige Punkte gibt es trotzdem noch, die ich mal kurz ansprechen möchte. Das Design hat sich hier meiner Meinung nach nochmal massiv weiterentwickelt. Wenn ich da hier meinen Lupa im Vorfeld noch sehe, den habe ich damals schon sehr schön gefunden, aber jetzt wurde hier nochmal an der Designschraube richtig stark gedreht. Es gibt hier solche gelben Applikationen und alles in allem sieht das Design sehr bullig aus und eigentlich, es gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben hier diese auffälligen großen Räder und ganz wichtig hier vorne die Kamerafront. Hier sind die dementsprechenden Kameras, die Hindernisse erkennen können. Hier hinten ist das GPS-System, hier oben die Höheneinstellungen und dann haben wir hier nochmal eine Stopptaste. Also im Großen und Ganzen nicht viel auf dem Gerät vorhanden. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch nochmal mitgeben möchte. Hier oben gibt es einen Security Key. Das ist ein Sicherheitsschlüssel. Der Rest lässt sich hier rausklappen und entnehmen. Hier ist auch nochmal ein zweiter im Lieferumfang enthalten. Verliert diese bitte nicht. Diese braucht ihr, um den Roboter in Betrieb zu nehmen. Ist dieser Schlüssel entnommen, kann der Roboter von keinem mehr in Betrieb genommen werden. Das ist quasi nochmal eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung. Die Station kann ohne Probleme aufgebaut werden. Einfach hier die beiden Teile zusammenstecken. Ich habe das schon mal gemacht und hier die paar Schrauben rein und schon ist das startklar. Wo möchte ich das System jetzt starten? Natürlich in meinem neu gebauten Garten. Dieser ist leider noch nicht so ganz intakt, möchte ich mal sagen. Wir hatten in letzter Zeit ein sehr trockenes Wetter. Das heißt, das Gras ist leider nicht gewachsen. Aber ich habe eine Fläche vorgesehen, wo mein Mähroboter jetzt stehen soll. Und wichtig, wenn ihr ihn aufstellt, stellt ihn auf eine ebene Fläche, sodass er sauber die Station finden kann. Also testen wir doch einfach mal auf der ersten Position. Wie ihr seht, ist hier ein kleines Gefälle vorhanden von ca. 9 Grad nach links. Hier stelle ich jetzt einfach meine Ladestation auf und schließe sie ganz normal an. Man sollte natürlich für den Außenbereich eine geeignete Steckdose haben, die auch wasserdicht geschlossen werden kann. Ansonsten sollte man eventuell den Stecker irgendwo im Inneren des Gebäudes anschließen. Das Kabel dafür ist ja lang genug. Haben wir den Roboter angeschlossen, stellen wir ihn einfach auf die Station und schalten ihn ein. Power off. Ist der Yuka Mini 2 hochgefahren, verbinden wir ihn mit der App. Hierfür laden wir einfach die Motion App herunter, öffnen diese und fügen hier einfach den Roboter hinzu. Das geht relativ einfach, folgt einfach den Bildschirmanweisungen. So habt ihr den Roboter in 0, nichts verbunden. Wichtig, der Roboter sollte natürlich auch über eine vernünftige WLAN-Anbindung verfügen. Das heißt, wir bringen ihn ins eigene WLAN-Netz und achtet eventuell auch darauf, dass WLAN auf der zu mähenden Fläche verfügbar ist. Die weiteren Schritte sind eigentlich selbsterklärend. Man kann den Roboter jetzt anlernen. Das heißt, man lernt die Flächen an. Da ich hier gerade angezeigt kriege, dieser Roboter hat natürlich auch ein Frontlicht, ein LED-Licht. Damit kann er natürlich dann auch bei dunkleren Situationen besser sehen. Dieses kann man hier manuell einschalten oder er kann es selber
einschalten. Aber das nur am Rande. Kommen wir zum Anlernen der Fläche. Beim Anlernen der Fläche gibt es eigentlich zwei Modis. Zum einen haben wir den manuellen Modus, den bevorzuge ich, besonders bei sehr komplexen Oberflächen sollte man das vielleicht verwenden. Oder man nimmt den Automatikmodus. Hier fährt der Roboter von selbst die Fläche ab und lernt, wo er hier mähen kann und wo nicht. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, leider muss ich den Roboter nochmal umpositionieren, denn die 9 Grad Neigung nach links sind wahrscheinlich doch zu viel. Ich habe nämlich hier noch eine Fläche, die ich für den Roboter vorgesehen habe, die hat nur eine 3 Grad Neigung. Diese ist für diesen kleinen Roboter besser geeignet. Er hat ja eben keinen Allradantrieb und ihr seht es hier, bei feuchtem Wetter hat er starke Probleme, dann über meinen Naturstein wieder in die Station hineinzufahren, weil halt einfach die Neigung zu stark ist. Kommen wir doch mal jetzt als nächstes zu einem Test. Jetzt möchte ich mal den Yuka hier im Einsatz testen und vielleicht mal schauen, ob er Stärken oder Schwächen gegenüber den Luba hat, den ich schon vorher hatte. Wo mähen wir? Hier drinnen können wir jetzt offensichtlich nicht mähen. Hier hatte ich Probleme mit Trockenheit. Hier hat es jetzt 2 Monate fast nicht geregnet. Mein Gras ist nicht gewachsen. Also müssen wir an einer anderen Fläche drehen, denn wir hatten jetzt gestern und vorgestern sehr starke Niederschläge. Jetzt ist ja alles Matsch. Also gehen wir hier vor den Zaun in dieses Zwischengrundstück. Und da sind wir auch gleich bei den Zonen. Das ist eine sehr große Stärke von diesem Hersteller. Wir können verschiedene Mähzonen einrichten und so könnt ihr dann eine neue Zone einlernen. Ihr könnt auch mehrere Zonen einlernen. Hier zum Beispiel der große Bruder, der Luba, hat 3 Zonen. Eine Zone ist sogar über 250 Meter weg. Das heißt, er fährt hier selbstständig raus, fährt hinter auf das Grundstück und mäht noch ein anderes Grundstück. Das ist dann die 3. Zone. Und dann sind wir auch gleich bei der Verbindung der Zonen. Diese werden durch sogenannte Fahrwege, Tunnel oder ja, so kleine Strecken verbunden. Dieses passiert meistens automatisch. Das kann aber manchmal ein bisschen in die Hose gehen. Denn als ich den jetzt hier angelernt habe und den zweiten Bereich angelernt habe, wollte er hier sofort wieder zurück auf die Station und wollte quasi hier durch die Wand fahren. Also löscht einfach den automatisch erstellten Weg und erstellt einfach nochmal einen neuen Weg, sodass er hier zurückfindet. Das sollte man halt einfach nur wissen. Dann kommen wir zur Navigation an sich. Der Luba hatte ja hier eine volle Rundumausstattung. Wir haben hier vorne diesen Stoßsensor. Wir haben hier die Kameras, hier unsere Ultraschallsensoren und natürlich noch die RTK-Antenne, was natürlich eine sehr präzise Navigation möglich macht. Der Yuka hingegen ist natürlich ein deutlich günstigerer Mähroboter, der hat aber trotzdem auch gute Sensoren. Hier oben haben wir nämlich auch diese nette Kugel, nenne ich sie einfach mal. Das ist der sogenannte LIDAR-Sensor. Was ist das? Das ist kein Radar oder ähnliches. Das ist einfach eine Art Laserscanner, so kann man es am besten beschreiben. Hier kommen quasi kleine Laserstrahlen raus und tasten die Umgebung ab, sodass er somit die Umgebung kartografieren kann und Hindernisse erkennen kann. Des Weiteren hat er hier unten 2 Kameras. Diese Kameras sind quasi seine Augen, somit kann er Hindernisse erkennen, Objekte erkennen und diese können wir auch in der App ansteuern. Wir können dann quasi sogar aus den Kameras hier herausschauen und schauen, was der Roboter gerade so macht. Wenn es etwas dunkler wird, kann er hier die LED einschalten und kann dann auch bei schlechter Sicht weiter arbeiten. Dann sind wir auch gleich beim Thema Nachtmähen. Davon bin ich kein Fan. Das können wir natürlich auch bei diesem Roboter komplett ausschalten, denn nachts sollte man eventuell nicht mähen. Hier sind dann Tiere eventuell unterwegs und diese könnte man verletzen. Obwohl dieser Roboter eigentlich Tiere erkennen kann, würde ich trotzdem empfehlen, nicht nachts zu mähen. Dann kommen wir einfach gleich mal zu unserem Einsatz und starten einfach mal draußen auf dem Gelände. Draußen auf dem Gelände seht ihr, das Gras ist schon ziemlich hoch und das Gelände ist auch, ja, wie soll ich sagen, nicht gerade ideal. Das ist auch schon eine ganz schöne Huckelpiste. Hier starten wir einfach den Mähvorgang. Hier können wir bei dem Mähvorgang noch diverse Sachen einstellen, wie zum Beispiel auch das Mähmuster. Dieses können wir im Winkel ausrichten. Das ist somit auch eine schöne Spielerei. So haben wir immer ein schönes Muster im Rasen und starten dann einfach mal den Mähvorgang. Wenn wir hier gerade am Mähen sind, können wir auch mal einige Tests machen, wie gut der Roboter Hindernisse erkennt und welche Hindernisse er eventuell auch nicht erkennt. So, dann legen wir doch einfach gleich mal los. Beginnen wir mit etwas größeren Gegenständen, sagen wir einfach mal Menschen, Stühle oder dergleichen. Ich nehme hier so eine Pylone, stelle diese auf und diese wird natürlich problemlos erkannt und umfahren. Wichtig zu erwähnen, der Roboter lässt dann diese Stelle nicht aus. Er kommt später nochmal zurück und versucht sie dann zu mähen, falls sie dann frei ist. Die nächste Kategorie wären kleinere Gegenstände im Bereich 3 bis 8 cm. Auch diese scheinen hier problemlos erkannt und umfahren zu werden. Dann kommen wir zu einem Test, den hat mein erster Roboter, der Luba, nicht bestanden. Hier wären das kleine Gegenstände bis 2 cm, flache Gegenstände. Und hier sehen wir beim ersten Mal gleich voll drüber gefahren. Ich habe diesen Test 5-mal wiederholt. Bei 5 Versuchen ist er 2-mal über den Gegenstand drüber gefahren.
Dann darf natürlich eine Kategorie in Gärten generell nicht fehlen. Das sind Schläuche, Rohre oder dergleichen. Hier fangen wir mit einem ziemlich dicken Schlauch an. Das ist ein Schlauch, der ungefähr 8 bis 10 cm dick ist. Dieser wird natürlich problemlos erkannt. Dann kommen wir natürlich zu etwas kleineren Rohren oder Schläuchen, wie zum Beispiel einen Gartenschlauch mit einem Durchmesser von 1,5 bis 2 cm. Auch dieser wird problemlos erkannt. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Da hat auch mein Looper damals hin und wieder versagt. Das sind Kabel. Generell dünne Kabel können schon mal im Garten herumliegen. Ihr seht hier eines. Auch dieses wird hier nicht präzise erkannt und leider auch überfahren. Auch hier bei 5 Versuchen ist er dreimal über das Kabel drüber gefahren. Dann habe ich mir mal gedacht, es gibt ja auch die Möglichkeit, vielleicht mal so ein Packband zu testen. Das ist ja auch so etwas Ähnliches wie ein Kabel und das ist auch noch grün. Und wir sehen, oh, komisch, er sieht es und er fährt nicht gleich drüber. Und auch bei dem zweiten Versuch hat er es eigentlich erkannt und umfahren. Komischerweise hat er also das Band erkannt, das Kabel weniger. Zu guter Letzt dann noch meine Lieblingskategorie, Folien und Planen. Das liegt bei mir gerne mal im Garten, denn ich decke damit Stühle, Möbel oder eventuell Holzstapel ab. Diese fliegen gerne mal runter. Und hier fährt auch mal gerne so ein Mähroboter drüber. Aber auch diese Plane oder diese Folie hier hat er problemlos erkannt und ist nicht drüber gefahren. Denn gerade diese wird durch das Messer regelrecht zerfetzt und solche Abdeckfolien können mitunter auch ziemlich teuer sein. Kommen wir in der nächsten Kategorie zu einem Doppeltest, denn ich fahre mit diesen Robotern auch gerne mal händisch. Das geht bei diesem Hersteller sehr gut. Man kann quasi das Smartphone als Fernbedienung benutzen, wie einen ganz normalen PlayStation-Controller, sage ich einfach mal, mit 2 Steuersticks. Das geht beim Yuka etwas schlechter als beim Luma, denn der Yuka hat nur einen Zweiradantrieb und vorne solche Rollen und der Luma natürlich Vierradantrieb, der lässt sich deutlich besser steuern. Nichtsdestotrotz, es klappt bei beiden gut. Übrigens an der Stelle noch ein kleiner Hinweis, beide Roboter haben natürlich Kameras und diese kann man auch über das Smartphone nutzen. Das heißt, man kann im Smartphone auch auf die Kamerasicht umschalten und sieht dann sogar, wo der Roboter herumfährt. Wichtig hierfür ist natürlich noch die Bluetooth-Reichweite. Diese ist beim Luma deutlich größer als beim Yuka. Und hier können wir auch gleich mal die Geländegängigkeit uns anschauen. Wir sehen hier einen sehr steilen Hang, also das ist normalerweise nicht mehr Standardrasen, den man im Garten mäht. Nichtsdestotrotz, beide Roboter, ihr seht es ja hier, wir fangen an mit dem Yuka, der kommt hier relativ brauchbar durch. Ja, er hat etwas Schwierigkeiten, aber man muss sagen, er hat kein Allrad und von nur solche Rollen. Währenddessen der Looper das natürlich problemlos meistert. Und sogar noch schlimmere Steigungen oder Gefälle mitnehmen kann. Dann kommen wir auch noch mal hier oben zu einem zweiten Test. Das ist der Wendekreis. Hier kann man auf 2 Arten wenden. Zum einen kann man Wenden auf der Stelle machen. Das geht beim Yuka relativ problemlos und hier auch mit wenig Bodenschaden. Mit dem Looper haben wir hier etwas mehr Bodenschaden. Der arbeitet wie eine Art Banser. Die Räder laufen gegeneinander und reißen so eventuell den Boden auf. Hier ist der Yuka klar im Vorteil. Und dann können wir auch einen großen Wendekreis fahren, indem wir einfach Vollgas geben und den Steuerstick für die Lenkung in die dementsprechende Richtung ziehen. Hier haben wir einen ungefähren Wendekreis von 80 bis 100 cm. Das meistern beide Roboter problemlos. Kommen wir zu guter Letzt zu einem Fazit oder mehr zu sagen zu meinem Senf mit M dazu. Das heißt, wir vergleichen einfach mal diese beiden Roboter, wobei ich dazu sagen muss, dieser Vergleich ist alles nur halt nicht fair. Wir vergleichen nämlich hier Äpfel mit Birnen. Ich habe hier den Looper in der 2. Generation. Das ist natürlich der deutlich potentere Mähroboter, der auch deutlich mehr kostet. Als Gegenspieler hatten wir hier den Yuka Mini 2, wie schon der Name sagt, Mini. Das ist dann doch eher das Einstiegsmodell, was aber nicht bedeuten muss, dass es schlecht ist. Was hat mir sehr gut gefallen, was vielleicht etwas weniger.
Beginnen wir erstmal mit den Dingen, die mir sehr gut bei dem Yuka gefallen haben. Die Einrichtung ist sehr, sehr einfach, kinderleicht, quasi hinstellen, reinstecken und eigentlich schon alles startklar, nur noch mit der App verbinden und los geht's. Auch das Einrichten der Mähzonen ist sehr unkompliziert. Wir können es manuell oder natürlich vollautomatisch machen und wir können auch die Karten im Nachhinein editieren. Was auch sehr wichtig war, die Sensoren, auch wenn das hier eine etwas abgespeckte Version gegen den Looper ist und auch keine RTK-Antenne hat, waren trotzdem brauchbar. Ihr habt es bei den Tests gesehen, viele Sachen wurden erkannt und nicht überfahren, währenddessen einige halt überfahren wurden. Auch sehr gut oder sehr positiv fand ich die schweren Steigungen, die ich trotzdem mit dem Yuka hier machen konnte. Ihr habt es ja vorhin bei meinem Test gesehen, ich bin diesen Hang hochgefahren. Das ist schon ziemlich heftig. Was man allerdings noch dazu sagen muss, wir haben jetzt hier keinen Allrad. Und dann kommen wir zu den negativen Punkten oder zu den Punkten, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Der Punkt, es ist halt kein Allrad vorhanden. Wir haben nur einen Hinterradantrieb. Die Räder sind sehr groß, haben auch verdammt viel Grip, wie ihr das gesehen habt. Sie wirken teilweise wie diesen Schaufelräder. Gerade hier bei meiner Matschwüste, wenn ich das sagen soll, haben sie halt sehr viel Erde mitgenommen und sind sehr schmutzig geworden. Nichtsdestotrotz hatten sie dadurch einen recht brauchbaren Grip. Wir haben aber halt vorne keinen Antrieb und der Roboter hat halt vorne nur diese komischen Umlenkrollen, was auch teilweise ihn etwas instabil macht, besonders beim händischen Steuern. Was mir auch aufgefallen ist, es fehlt halt die RTK-Antenne. Wenn wir jetzt hier in diesem Bereich rumfahren, er fährt alles automatisch ab, hat es ziemlich gut funktioniert. Er ist nicht ganz so präzise wie der Looper, aber die Präzision ist schon ordentlich. Nichtsdestotrotz gab es ein Problem, wenn ich sehr weit hinten rausgefahren bin in dem manuellen Modus. Das mache ich halt sehr gerne. Ich fahre hier einfach mal raus, fahre hinten raus, 1, 2, 300 Meter bis zu meinem anderen Grundstück, mache das gerne manuell und bin wieder hergekommen. War plötzlich der Roboter nicht mehr auf der Karte. Das heißt, er hat plötzlich an einer anderen Stelle gestanden und wenn ich dann auf Bitte in die Station zurückkehren gedrückt habe, hat er die Station einfach nicht mehr gefunden, obwohl er eigentlich direkt davor stand. Das ist sehr selten passiert und wirklich nur, wenn ich im manuellen Modus weit ausgeführt habe. Aber es sollte erwähnt werden. Auch bei einem Test hat der Roboter leider komplett versagt. Wir haben hier vorne so eine kleine Schräge. Das ist so eine schräge Ebene, wo ich mal mit der Schubkarre oder einem richtigen Rasenmäher hochfahren kann. Und diese Schräge hat diesem Roboter sehr zu schaffen gemacht. Wenn man hier etwas auf die Schräge draufgefahren ist, hat der Grip oder die Leistung des Motors nicht mehr gereicht, um den Roboter festzuhalten und er ist quasi die Schräge unten ausgerutscht. Man konnte dann mit dem Roboter drehen und er ist ohne Probleme die Schräge wieder hochgekommen, aber rückwärts hat er es halt nicht geschafft. Und wenn er halt mit den vorderen Rollen auf diese Schräge gekommen ist, sind diese weggerollt und haben ihn quasi unten ausgezogen. Weil ich das mit dem Looper probiert habe, der hatte da absolut kein Problem. Der hat die Schräge ohne Probleme gemeistert, ist vorwärts, rückwärts immer wieder die Schräge hoch und runter gekommen. Hier sieht man natürlich Allrad, VS Einrad oder mit sagen Einachsantrieb. Da ist das dann natürlich doch schon ein drastischer Unterschied. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Hier noch ein kleiner Transparenzhinweis. Diese beiden Roboter wurden mir netterweise zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Wenn ihr euch für die Modelle interessiert oder die aktuellen Modelle, schaut unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch die Bezugsquellen und eventuelle Rabattcodes, sofern mir der Hersteller welche mitteilt. Auch wichtig, wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, schaut doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei. Dort könnt ihr mich und meinen Kanal in meiner Kaffeekasse unterstützen oder abonniert ihr einfach meinen Kanal und gebt diesem Video einen Daumen hoch. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.